Wir verlassen nun den Hafen von Kita-Kyushu und fahren anschließend an einem kompletten Seetag die Insel Shikoku und legen danach erstmals auf Honshu an, wo wir den Hafen von Kobe erreichen. Hier halten wir uns für volle 3 Tage auf, weshalb sich für uns unbedingt ein Westrail Pass lohnt, der freien Zugang zu nahezu allen Zügen, Bussen und U-Bahnen von Japan Rail gewährt. Bereits früh am Morgen brechen wir daher auf, um mit einer ca. 50-minütigen Bahnfahrt die einstige japanische Hauptstadt Kyoto zu erreichen. Die Sehenswürdigkeiten der alten Kaiserstadt sind weit über das Stadtgebiet verteilt, so dass wir U-Bahn und Bus nutzen, um zum Kinkaku-ji-Tempel am Nordrand der Stadt zu gelangen. Inmitten eines Teichs liegt hier der sogenannte Goldene Pavillon, der im 14. Jahrhundert Shogun Yoshimitsu als Alterswohnsitz diente und später in einen buddhistischen Tempel umgewandelt wurde. Die beiden obersten Stockwerke der Weltkulturerbestätte sind komplett mit Blattgold überzogen. Von hier aus nutzen wir nun ein Taxi, um möglichst zeitsparend zu dem weitere 7 Kilometer entfernten Tempel Tenryō-ji zu gelangen. Der 1339 erbaute Tempelkomplex umfasste ursprünglich mehr als 100 Untertempel, von denen wir einige bereits im überaus beschaulichen Eingangsbereich aufsuchen. Hauptattraktion ist hier zweifellos der um einen großen Teich angelegte Garten, der als einer der exquisitesten der traditionellen japanischen Landschaftsgärten gilt und auch die umgebende Landschaft in die Gestaltung einbezieht. Mit einem kurzen Spaziergang erreicht man von hier Arashiyama, einen bei allen Touristen ungemein beliebten dichten Bambuswald. Im Anschluss setzen wir unsere weiträumige Stadterkundung mit einer Bahnfahrt zu der inmitten des Stadtzentrums gelegenen Burg Nijo fort. Die weitläufige Burganlage war seit dem 17. Jahrhundert Sitz des Shoguns der ehemaligen Hauptstadt und ist ebenfalls als Welterbestätte gelistet. Der Haupteingang durch das atemberaubende Karamon-Tor aus dem Jahr 1626 ist berühmt für seine detaillierten Schnitzarbeiten. Nach dem ersten Durchschreiten dreht sich nahezu jeder Besucher um den gleichen Weg nochmals zurückzulegen. Neben den vielen Palastbauten lohnt vor allem ein Spaziergang durch die wunderschön angelegten Gärten. Mächtige Wälle, Mauern und Wassergräben umgeben das weitläufige Gelände. Schließlich ist es aber an der Zeit, unseren Spaziergang zu beenden und zum letzten Besichtigungsstopp des Tages, den in den östlichen Bergen gelegenen Fushimi-Inari-Schrein aufzubrechen.
Der Besuch dieser außerordentlich stimmungsvollen Sehenswürdigkeit stellt zweifellos den Höhepunkt eines herausragenden Aufenthalts in Kyoto dar. Beeindruckend, jedoch keineswegs im Zentrum des Besucherinteresses, sind das stattliche Eingangstor und die Haupthalle des Shinto-Schreins. Auch die kleineren Andachtsstätten im Hintergrund des Gebäudes sind lediglich ein Vorgeplänkel für das, was uns im Anschluss erwartet. Hauptattraktion sind hier zweifellos die Tunnel aus mehr als 1000 roten Toren, die sich durch die Berghänge ziehen und eine magische Anziehungskraft auf alle Besucher ausüben. Mit einem letzten Blick durch das Ende des Tunnels beenden wir unseren Besuchstag in Kyoto und genießen am späteren Abend den Blick vom Schiff auf den Hafen von Kobe. Der folgende Tag beginnt mit einer Bahnfahrt zu der ältesten permanenten Hauptstadt Japans, der östlich von Osaka und südlich von Kyoto gelegenen Stadt Nara. Auch hier nutzen wir eine der praktischen Busverbindungen, um uns der ersten Sehenswürdigkeit der Stadt, dem buddhistischen Tempel Todaiji, anzunähern. Schon auf dem Weg durch die Parkanlagen machen wir eine erste Bekanntschaft mit den vielen freilaufenden Sika-Hirschen, die hier das Stadtbild auf äußerst ungewöhnliche Weise prägen. Selbst grundlegende Verkehrsregeln scheinen den Tieren geläufig zu sein. Nach einem höchst unterhaltsamen Anmarsch erreichen wir das Haupttor des bereits im 8. Jahrhundert erbauten buddhistischen Todaiji-Tempels. Die Haupthalle ist mit einer Breite von 57 Metern, einer Tiefe von 50 Metern und einer Höhe von 48 Metern das größte rein aus Holz gebaute Gebäude der Welt. Im Inneren thront ein 15 Meter hoher und 450 Tonnen schwerer bronzener Riesenbuddha. Allein die Höhe des Gesichts beträgt 5 Meter. Weitere beeindruckende hölzerne Riesenstatuen ergänzen das Ensemble. Wir verlassen nun das Tempelgelände über die bewaldeten Höhen im Osten der Stadt, vorbei an zahlreichen Schreinen wie Kasuga Taisha. Dann geht es wieder bergab in das Stadtgebiet zum Tempel Kofuku-ji, bevor uns ein Bus wieder zurück zum Bahnhof transportiert. Auch in den Außenbereichen von Todaiji gibt es noch interessante Bauwerke zu bestaunen. Dann geht es unter ständiger tierischer Begleitung immer weiter bergauf. Auch der Tempel Nigatsu-do stammt aus dem 8. Jahrhundert und bietet von seiner Terrasse aus einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Während einige der Jungtiere durchaus noch erziehungsbedürftig sind,
haben sich erfahrene Tiere bereits an japanische Höflichkeitsbezeigungen gewöhnt. Schließlich erreichen wir den Shinto-Schrein Kasuga Taisha, ebenso wie Todaiji Welterbestätte. Berühmt ist der Schrein vor allem für seine Farbenpracht, sowie für die über 2000 Laternen, die das Gebäude säumen. In einem speziell eingerichteten Dunkelraum lässt sich auch bei Tag die nächtliche Beleuchtung erleben. Auch hier ist das Verlassen des Tempels nicht ohne neugierige Beobachtung möglich, was auch weiterhin so bleiben soll. Schließlich haben wir das Stadtgebiet wieder erreicht und wir werfen noch einen neugierigen Blick auf die Tempelanlage Kofuku-ji. Im Verlaufe unserer Rückfahrt mit der Bahn nutzen wir noch gerne einen Zwischenstopp in der Stadt Osaka, um uns einen Überblick über die knapp 3 Millionen Einwohner zählende Stadt zu verschaffen, die sich überaus modern präsentiert. Besonders reizvoll erscheint uns eine Auffahrt auf das Umeda Sky Building mit seiner einzigartigen Konstruktion. Gläserne Rolltreppenröhren führen die letzten Meter hinauf und bieten bereits erste eindrucksvolle Tiefblicke. Nach Erreichen der kreisrunden Aussichtsplattform genießt man eine uneingeschränkte Rundumsicht über Osaka. Auch die Abfahrt erweist sich als höchst unterhaltsam. Nach der Rückkehr zum Hafen bleibt uns noch ein weiterer Tag für einen Bummel durch Kobe und weitere erholsame Stunden auf dem Schiff.